Hallo und herzlich willkommen bei malwoanders.de. Mein Name ist Alexander und ich fahre heute mit dem Fahrrad von Münster über die Baumberge nach Havixbeck und zurück vorbei an der Burg Hülshoff und am Rischhaus. Ich habe die Tour am Bahnhof Münster gestartet, bin dann über die Promenade hier zum wunderschönen Aasee gefahren. Weiter geht es jetzt am Roßel vorbei Richtung Schartbetten durch die wunderschöne münsterländische Parklandschaft. Und dann über den Kamm der Baumberge nach Havixbeck und dann zurück vorbei an der Burg Hülshoff und am Rischhaus. Die Tour, die ich heute geplant habe, ist ungefähr 50 Kilometer lang, also schon recht sportlich. Für alle die, die nur die Burg Hülshoff und das Rischhaus besuchen wollen, habe ich noch einen anderen Tourenvorschlag, der ist deutlich kürzer. Startet auch am Bahnhof Münster und führt aber auch durch wunderschöne Wege. Anfangs führt die Strecke über kleine verkehrsarme Straßen oder über Radwege, die neben der Straße liegen, so wie hier. In den Baumbergen geht es dann über Waldwege und später dann auch über Feldwege. Aber insgesamt ist die Strecke sehr gut zu fahren. Hier an diesem Hof hole ich mir im Herbst immer mein Bio-Obst. Die Äpfel liegen dann abgepackt auf einem Tisch vor dem Haus. Man legt sein Geld unter einen Blumentopf und kann dann die Äpfel mitnehmen. So, der musste sein Heu jetzt noch schnell reinholen vom nächsten Regen. Die letzten Tage war es sehr schwül und gewittrig. Heute ist es zum Glück etwas kühler und die Sonne ballert nicht so vom Himmel. Sehr angenehm zum Radfahren. So, da sieht man jetzt schon die Baumberge. Ich mache jetzt aber noch einen kleinen Schlenker, bevor ich darauf fahre. So, jetzt kommt der erste Feldweg, da wird es ein bisschen hubbeliger. Am Ende des Feldwegs ist ein kleiner Rastplatz. Ich werde mir hier auf jeden Fall jetzt erstmal meine Jacke ausziehen, denn gleich geht es rauf in die Baumberge. Bevor es bergan geht, kommen wir in die Ausläufer von Schartbetten. Und da drüben geht es bergan. Als Lohn für die Strampelei wird man dann mit einer herrlichen Aussicht belohnt. Wunderschön hier oben. So, jetzt geht es in den Wald. Wunderschön hier, aber der Waldboden ist durch die Gewitter teilweise ganz schön aufgeweicht. Das ist der letzte Anstieg, ab dann geht es nur noch bergab. So, ich bin jetzt aus dem Wald raus. Es ging da fast nur noch bergab und da brauchte ich beide Hände am Lenker, deswegen habe ich nicht mehr so viel gefilmt. Da drüben ist jetzt der Longinusturm, da kann man noch raufgehen und die schöne Aussicht genießen. Ich fahre jetzt aber direkt runter nach Havixbeck, das wird eine schöne Abfahrt. Wir sehen uns dann am Haus Havixbeck. Bis gleich.
an Haus Havixbeck angekommen. Das ist ein großes Wasserschloss, ist aber in Privatbesitz und deswegen leider nicht zu besichtigen. So, ich bin jetzt im Ortskern angekommen. Hier ist Wochenmarkt und ich versuche mal was zu essen zu finden. Ich habe jetzt eine schöne Pause in Havixbeck gemacht und jetzt geht es weiter durch Felder, Wiesen und kleine Waldstücke bis zur Burg Hülshoff. Wunderschön, wie das Licht hier durch die Bäume auf das Wasser fällt. So, hier gibt es jetzt Marmelade zu kaufen. Hülshoff angekommen. Das ist das Geburtshaus der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und hier hat sie auch bis 1826 gelebt. Burg und Park kann man besichtigen. So, weiter geht's zum Rischhaus. Auf dem Weg von Burg Hülshoff zum Rischhaus, in dem Annette von Droste-Hülshoff von 1826 angelebt hat, befindet sich Haus Vögeding. Und man erzählt sich die Geschichte, dass Annette von Droste-Hülshoff hier gerne eine Pause eingelegt hat, wenn sie zur Burg Hülshoff gegangen ist und bei ihrer Freundin ein Glas Buttermilch im Turmzimmer getrunken hat. Das Rischhaus ist 1745 von Johann Conrad Schlaun als Landsitz für sich selbst gebaut worden. Er hat hier auch gewohnt. 1825 hat es der Vater von Annette von Droste-Hülshoff gekauft und nach seinem Tod sind Annette von Droste-Hülshoff und ihre Mutter und ihre Schwester hier eingezogen. Sie hat hier bis 1838 durchgehend gewohnt und ihre wichtigsten Werke, wie zum Beispiel die Judenbuche, geschrieben. Bis zu ihrem Tod 1848 ist sie immer wieder hierher zurückgekehrt. Gar nicht weit vom Rischhaus liegt dieser Ehrenfriedhof für Kriegsgefangene aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. So, jetzt ist die Radtour leider fast schon wieder vorbei. Da vorne ist die Stadtgrenze von Münster. Die Tour geht dann weiter über die Promenade zurück zum Bahnhof. Wenn euch die Tour genauso gut gefallen hat wie mir, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss.